Herzlich willkommen, Folge 4 in der Hauptstadt. Also fahren wir nach Berlin, 850i, erster Dreier, also gleich 2 Autos auf einmal. Schöne Geschichte, der 850 braucht auch ein bisschen Zuneigung, die Sitze brauchen Pflege und auch eine Farbauffrischung. Der Dreier wurde im Gefängnis restauriert, spannende Geschichte, Details weiß ich auch noch nicht. Und ja, wir freuen uns, dass Manuel sich beworben hat und fahren jetzt nach Berlin und dann sehen wir uns gleich mit den beiden BMWs. So, moin moin. Morgen. Heute sind wir in Berlin. Ich bleibe natürlich trotzdem bei meinem Moin. Manuel hat sich beworben. Vielen Dank dafür. Ich danke auch. Und ja, eigentlich mit dem hier, ne? Ja. Hast du dich beworben mit dem Eigentlich Dreier? mit dem, ja. Wo du sagst, Mensch, das ist gut. Und dann habe ich aber so auf dem Bild noch ein bisschen gesehen, oder du hattest auch schon reingeschrieben, da gibt es noch eine Geschichte mit dem 850. Ja. Deshalb haben wir den auch noch da stehen. Und im Alltag fährst du auch ein BMW, ne? Ja, den E36, der wird so als Alltagswagen benutzt, genau. Und ja, der Und ein E21. X5 ist auch noch in der Familie, ne? Ein X5 ist auch noch, den fährt meine Frau, ja. Den haben wir auch noch. Und ja, so sind wir eigentlich durch Zufall auch aber zum Achter gekommen, dass jetzt noch einer mehr in der Familie ist. Ansonsten bin ich die letzten Jahre seit 2007, wenn dann mal irgendwie mit dem unterwegs auf Veranstaltungen oder ja, also Oldtimer-Treffen, fahre ich normalerweise mit dem. Fährst normalerweise mit dem. Okay. Ja, hier schön Kunstleder drin, haben wir auch selten, aber da können wir mal ein bisschen drüber reden. Was kann man damit machen? Wie kann man das pflegen? Bei dem Achter ist es so typischer Farbabrieb. Wir in der Firma sagen immer klassischer Fresh-Fall. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Leder Fresh zu machen. Zeige ich auch gleich, wie das geht. Aber Manuel hat noch ein bisschen mehr zu erzählen und das wollen wir ganz gerne wissen, weil mit BMW Club und dann gegründet, nicht gegründet, Youngtimer-Treffen gemacht und nicht gemacht. Und da gibt es eine ganze Menge spannende Sachen. Deshalb wir machen uns das ein bisschen bequemer und dann hören wir mal ein bisschen zu, was es so in Berlin, obwohl hier ein Daimler-Werk ist, ne? Ja. Ist das hier aber ein fester BMW-Hand. Ja, Reden wir stimmt. einmal ein bisschen drüber, was du sonst noch so machst. Ja, also 10 wechseln, dann sehen wir uns gleich in anderer Position wieder. Ja, jetzt merkt ihr, der Ton ist anders, als er vorher war. Das liegt daran, dass wir im Auto Corona-konform zwar auseinander uns gesetzt haben, aber die Mikrofone mit dem Metallmantel eines Fahrzeuges nicht einverstanden sind. Zudem sind wir noch in einer Großstadt, wo auch noch ein paar Frequenzstörungen mit drin war. Und weil wir euch diesen Ton nicht zumuten wollten, haben Manuel und ich beschlossen, das, was wir da besprochen hatten, wo wir drüber geredet haben, dass wir das einfach nochmal so à la Podcast in Anführungsstrichen nachholen. Und ja, will ich auch direkt einsteigen. Also wir sind beide dann in die Autos da eingestiegen, wie ihr seht. Und dann haben wir über den E21, wo es ja auch vordringlich drum geht, über den 850 sprechen wir dann später nochmal. Und ja, Manuel, warum BMW, warum E21? Wie kommt es zu diesem Auto? Warum so ein junger Kerl, so ein Auto? Jung gefällt mir, ja, finde ich gut. Es ist, ja, es war so, dass ich, als ich 13, 14, 15 war, so in dem Dreh rum, war mein Cousin, der hatte damals ein E30 316 und wenn ich im Urlaub, weil der nicht in Berlin wohnte, im Urlaub zu Besuch war, habe ich mich sehr gerne immer in diesen E30 gesetzt und habe gemerkt, dass irgendwie, ja, dass da gleich eine gewisse Sympathie war zu diesem Wagen. Und das hat mich dann auch, bis ich 18 war, dann nicht mehr losgelassen, dass ich unbedingt so ein BMW erstmal haben muss und auch, also auch ein E30, ja. Und ein E30, genau. Du warst erst auf E30 fixiert. Genau, ne? Ja. So kam halt erstmal schon mal die Zuneigung zu BMW.
Und ja, ich habe dann zu Hause so ein bisschen meinen Kopf durchgesetzt. Mein Vater war nicht so richtig mit einverstanden, da ich ja in der Familie sind mehr so die Sternfahrer. Tante, Onkel, irgendwie, meine Eltern waren immer mehr Mercedes-Fans und mein Vater war absolut nicht einverstanden, so dass ich unbedingt jetzt einen BMW haben wollte und einen Dreier schon mal gar nicht, aber ich konnte mich durchsetzen, habe ja einige Jahre einen E30 gehabt und habe mich dann aber von dem getrennt, um dann auch mal noch was Neueres zu fahren, bin dann aber bei BMW geblieben. Ein E21 war immer so im Hinterkopf über Jahre, hat mir immer gefallen, habe aber gedacht, naja, eigentlich was Neueres ist ja immer ein bisschen schöner, aber es hat mich halt über Jahre immer so ein bisschen verfolgt. Und ja, 2007 war es dann soweit und habe dann den E21 bei eBay sozusagen ersteigert, beziehungsweise ein Freund für mich. Damals war halt noch nicht so mit Smartphone. Dadurch musste man jemanden noch fragen, der zu Hause für einen dann mitgeboten hat bei eBay. Und weil ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war, musste ja ein Freund für mich mitbieten, hatte mir so eine Grenze gesetzt, sage ich mal, weil ich den Wagen ja schon haben wollte, aber trotzdem irgendwie ein Limit hatte, weil es einfach damals so ein Nebenbeiwagen jetzt erstmal war, so für mich, dass ich mir den erstmal anschaffe und dann mal gucke, so wann ich dann dazu komme, alles mal in Ordnung zu bringen oder mal frisch zu machen. Ja, habe den Wagen dann mit ein bisschen Glück damals für 2.333 € für die krumme Summe gekauft. Ja. Das war ja damals noch, also ich kann mich da auch gut dran erinnern an die Anfänge der eBay-Zeit. Das war ja wirklich das hat ja Spaß gemacht. Ne? Da hat man ja mitgefiebert, das war ja super aufregend. Das ist ja heute bei Weitem nicht dieser Spannungsbogen und man hat ja wirklich viel Aufwand betreiben müssen, wenn man was haben wollte zum guten Preis. Ne? Also so, Auf jeden Fall. ne? Du hattest ja erzählt, du warst beim Essen eigentlich auch irgendwie während der Zeit, Genau. also familiäre Verpflichtung. Eigentlich hattest du was Besseres zu tun, in Anführungsstrichen. Du musstest auch ein Auto ersteigern. Aber Gott sei Dank hast du dann jemand gehabt, der das macht, ja. Und das ist ja ein guter Preis, muss man sagen. Also da hast du ja wirklich auch, ähm, das passt, ne? Kann man nicht meckern, oder? Ja, das war für damalige Verhältnisse war das auf jeden Fall erstmal okay, obwohl ich den Wagen mir nicht vorher angeguckt habe. Ja. Der stand in Osnabrück und das war vorab schon möglich, aber ich habe mir das jetzt nicht angetan, erstmal zum Gucken von Berlin dahin zu fahren. Und war jetzt für mich auch eine Überraschung, was mich da erwartet. Wir haben uns dann einen Trailer besorgt. Mein Freund hatte einen Transporter mit einer Kupplung und sind dann hingefahren zum Wochenende und haben dann diesen Wagen auf dem Hänger erstmal nach Hause geholt, ja, der zu dem Zeitpunkt auch noch abgemeldet war und kurz vor dem H-Kennzeichen stand. Also er hatte die Zeit, die 30 Jahre waren voll gerade in diesem Monat, aber er hatte Ja. noch dieses H-Gutachten. Darum musste ich mich dann kümmern, was jetzt am Anfang nicht so einfach war. Das habe ich gedacht, okay, ein altes Auto, das wird schon klappen beim TÜV, aber so einfach war es leider nicht. Die wollen schon, dass die Autos auch in einem gewissen guten Zustand sind und das war er damals nicht ganz so. Er war okay, aber nicht so schön stand er nicht da. Naja, aber ich habe es mit 2, 3 Anläufen dann irgendwie geschafft, dass dann doch jemand gesagt hat, gefällt mir, machen wir. Und somit hatte ich erstmal meine H-Zulassung. Ja, Ja, ohne. jetzt vielleicht nochmal so ein Hinweis für alle, die heute ja vielleicht dann ein bisschen schimpfen oder sagen, oh, das ist so mit diesen Gutachten-Geschichte und dann, also, ne, dass man erst ein Gutachten machen muss, dann hat man mit dem Gutachten, muss dahin und so weiter. Das ist was für ein Aufwand. Aber an für sich verglichen mit damals, so wie du dann dir das H-Kennzeichen erarbeiten musstest, ist das ja eigentlich im Vergleich wohl dann doch eine ganz gute Geschichte, so wie das heute ist, ne? Weil du, ja, hattest eben, war es doch so ein bisschen der Willkür vielleicht dann des TÜV-Prüfers da. Ja, heute ist es ja auch mit einem Gutachten, das man auf jeden Fall auch irgendwie vorlegen muss, aus versicherungstechnischen Gründen. Das war bei mir 2007 noch ein bisschen anders. Da konnte man bei der Versicherung selbst so eine Einschätzung abgeben, was man denkt, was das Auto wert ist. Ja, Das genau. war der Vorteil damals. Und ja, somit war der Wagen auf jeden Fall erstmal auf der Straße zugelassen und ja. Hatte ein H-Kennzeichen, ja, sehr gut. Fahren, ja. Ja, und ja, dann war so ein bisschen die Entscheidung, wann ich was machen soll, kann. Finanziell musste ich auch ein bisschen gucken damals, wie ich das hinbekomme. Bis lange wollte ich eigentlich auch in dieser Situation nicht so fahren, wie er da stand.
ein bisschen Rost, jetzt nichts ganz Schlimmes, aber halt auch nicht schön, wenn man da rangegangen ist. Und ja, so kam durch eine Bekannte quasi von mir, kam die Idee, die arbeitet im Jugendknast in Plötzensee und sagte, gib doch das Auto da ab. Die freuen sich, die jungen Männer, wenn die Arbeit haben und restaurieren dieses Auto für ja, andere Summen, als was man draußen jetzt bei jemandem bezahlen würde in der Werkstatt. Und die Idee fand ich eigentlich richtig gut, weil mir zeitlich das jetzt auch egal war, ob das Auto nun da 1, 2 oder 3 Monate steht. Und es ist aber natürlich so, dass dann das Auto auch von schweren Jungs, sage ich mal, repariert wird, weil wer halt klaut, sitzt nicht so lange im Knast dort, um eine feste Arbeit anzunehmen. Somit sind das schon Jungs, die auf jeden Fall ja auch ein bewegtes Leben haben. Ich weiß natürlich auch bis heute nicht, keine Ahnung, die Männer, die daran gearbeitet haben, was die verbrochen haben. Aber ja, ich habe es gemacht und war ganz toll. Also ich war super begeistert. Ja, ist eigentlich schon eine spannende Geschichte, weil du hast ja, also wir unterhalten uns ja immer vorher, deshalb weiß ich ja schon so ein bisschen, worüber wir jetzt reden. Und jetzt ist es ja sowieso so, dass wir uns ja schon mal in den Autos real life unterhalten haben, aber der Tonaufnahme war eben nicht gut. Ich fand es schon spannend, wie du das erzählt hast. Also du bist da eben hingefahren, musstest durch diese Sicherheitsschleuse durch, ne? Also hinten Tor dann zugegangen und dann wurde kontrolliert, vorne erst auf. Und dann hat man aber gesagt, hier vorne links Halle XY, da melde dich mal. Also du wurdest halt irgendwie nur kontrolliert und dann bist du tatsächlich mit dem Auto auf das Gefängnisgelände raufgefahren. Ne? Und Ja. wenn ich mich da so in deine Lage versetze, ich kann dieses mulmige Gefühl, was man dann haben muss, das kann ich gut nachvollziehen. Und dann warst du da auf dem Gelände, hast da irgendwie so an der Tür geklopft, wo du meinst, das ist richtig und bist da, bist da reingegangen. Das meinst du auch so ein bisschen mit, also wenn da jemand eine feste Arbeitsstelle hat, dann hat er eben ein paar Jahre mehr gekriegt. Die kriegt er wahrscheinlich, weil er ja dann doch kreativer war in seiner kriminellen Energie und dann läuft man da so frei rum, fühlt man sich irgendwie komisch, weil man ja normal damit auch nichts zu tun hat. Ich kann das, finde ich ganz, aber es ist ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob ist das heute auch noch so? Weiß man nicht, ne? Ich glaube, das ist immer noch so. Nur bei uns ist es mir jetzt so zu angekommen, dass Ganzlackierungen die mittlerweile nicht mehr annehmen, weil wahrscheinlich der Arbeitsaufwand zu groß ist. Also die würden immer noch mal einen Kotflügel oder ein Seitenteil irgendwie lackieren. Da kann man auf jeden Fall sich jederzeit melden. Die Lackiererei gibt es schon noch, aber mir wurde halt gesagt, dass Volllackierungen jetzt nicht mehr angenommen Ja. werden. Na, ich meine auch, dass man sich da dann frei in Anführungsstrichen auf dem Gefängnisgelände bewegen kann, ne, oder? So, ja, ich würde sagen, das ist immer noch so, ja. Also ich glaube schon, dass es noch immer so ist, ja, doch. Okay. Ja, Ja. und dann hast du einen Kostenvoranschlag gekriegt oder wie ging das? Wie kam Nein, es zum Auftrag, ne? Das ist ja auch leider spannend, wie nicht. das Ja, gelaufen ist. ja, nein, leider nicht. Ich habe gefragt, was es kosten könnte, ja, damit ich mal ungefähr eine Vorstellung habe. Aber der Mann sagte, ich kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Das war der Meister dort, der da arbeitet, weil die halt da Meisteraufsicht halt ihre Arbeit da ausführen. Das wird ja schon begleitet und abgenickt, sage ich mal, von jemandem, der da fest arbeitet. Das machen die also nicht alles unter sich aus da. Und der hat gesagt, er kann mir auf keinen Fall jetzt irgendwie einen Preis schon mal nennen. Und dann musste ich es also auf mich zukommen lassen, ja. Und dann war der Wagen circa 8 Wochen da. Und dann habe ich auch noch bekommen, okay, Sie können gerne nächste Woche vorbeikommen und den Wagen abholen. Und dann habe ich das auch gemacht und bin da rein und sagte, Mensch, muss ich auch Geld mitbringen? Oder beziehungsweise habe ich halt im Vorfeld gefragt und sagte, nein, Barzahlung hier ist hier so nicht. Sie kriegen eine Rechnung von uns. Und ja, musste dann aber feststellen, dass es eigentlich noch einige Wochen dauern wird, bis ich überhaupt eine Rechnung bekomme, weil ich den Wagen mitgenommen habe und da die wohl quartalsweise abrechnen und ich gerade zum Ende eines Quartals den Wagen geholt habe, wurde die Rechnung erst im neuen Quartal des Jahres geschrieben und somit habe ich nach fast 3 Monaten erst diese Rechnung bekommen und ja, war da eigentlich positiv überrascht. Ich meine, dafür, dass wir das ganze Auto komplett zerlegt haben und wieder zusammengebaut und wirklich alles Scheiben raus und so, ja, und angeschliffen und lackiert und auch natürlich den Rost entfernt. Die haben Bleche angefertigt, haben an den B-Säulen neue Bleche eingeschweißt, hatten nichts vorgefertigtes, irgendwie was gekauft war, Fertigteile, sondern haben selbst gebaut. Und
war nachher erstaunlicherweise, aber wie gesagt, ist ja auch schon ein paar Jahre her, ja, die Endsumme von 1.145 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt, wenn ich mich ganz genau erinnere, ja. Ja. Das war schon, das war top, ja, Preis-Leistung war einfach, also ich war glücklich. Ja, und nicht nur, weil es wirklich günstig war oder mehr als fair oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern es ist auch gut gemacht. Ne? Also es ist wirklich auch gut umgesetzt. Mäkeln kann man vielleicht immer, aber ich glaube, das kann man auch, wenn einer da noch mehr, aber ist gar nicht notwendig, sondern du bist auch sehr zufrieden mit dem, was da gemacht worden ist. Ne? Und er steht auch wirklich gut da. Ne? Also ähm, ich, ja, ich fand es richtig gut eigentlich, was ich da gesehen habe. Ja, das bin ich auch bis heute damit zufrieden. Ja, und alles gut, ja, doch. Ja, und dann bin ich halt so auch erstmal eine Weile rumgefahren, ohne jetzt viel an dem Auto sonst weiter irgendwie zu machen, eine Zeit lang mit Stahlfelgen. Dann bin ich mit 13, 15 Zoll Felgen, so hat sie sich da mal geändert, einmal 13, einmal 15 Zoll, so eine Weile mal rumgefahren und dann irgendwie war es dann doch so, dass ich sagte, nein, eigentlich mag ich es ja doch, wenn so ein Auto dann, auch wenn der schon ein bisschen älter ist, ein bisschen tiefer ist und hat ein bisschen die Felgen doch ein bisschen anders und ein bisschen Radkasten ein bisschen ausgefüllter. Und dann ja, habe ich beschlossen, mich mal darum zu kümmern, wie es aussieht, trotz Hakelzeichen, ob die Möglichkeit besteht, anderes Fahrwerk, andere Felgen darauf zu machen. Und musste mich damals bei quasi den Firmen oder Herstellern melden, dass ich auf jeden Fall eine Bescheinigung auch habe, also gerade beim Fahrwerk, eine Bescheinigung habe, dass es zu der Zeit, als das Auto hergestellt wurde, auch Tieferlegungsfahrwerke gab und die auch verbaut wurden. Und ja, war ein bisschen hin und her, musste ich gewisse Mails schreiben, aber es war kein Problem, sodass es dann nachher auch beim TÜV anerkannt wurde und habe ja ein Gewindefahrwerk verbaut. Ja, ein H&R-Gewindefahrwerk ist jetzt in dem E21 drin und eingetragen und habe dann auch ja, passende Felgen gesucht, die aus der Zeit sind. Anfang der 80er Jahre habe ich bei eBay jemanden gefunden, der hat in den 80er Jahren ein Reifenlager gehabt oder Felgen verkauft und Reifen Mhm. und dem habe ich geschrieben und der sagte, er hat noch so einen Restbestand von Felgen, die er nie ausgepackt hat. Also das war wirklich noch nagelneu in Kartons verpackt, wo drauf stand noch Made in West Germany und so, ja, was ja früher zu dem Zeitpunkt auch ganz muffige Kartons, so die ein bisschen gerochen haben, als die ankamen. Und was aus der Zeit war, noch richtig alt. Also das passte schon und die Felgen waren noch nie vorher irgendwie auf einem Wagen, aber waren halt wenigstens aus der Zeit, sodass ich beweisen konnte, dass man zu der Zeit hatte auch die Felgen fahren können. So und ja, habe dann diese Kombination ja eingebaut. Ja, da müssen wir halt auch nochmal dann drüber sprechen. Ist ganz gut, dass du diesen Bogen schlägst, weil du kommst ja gar nicht aus dem Oldtimer, Youngtimer. Also klar, E30 hatte ich damals begeistert, aber es war ja damals ein neues Auto. Und dann, bevor du dann, hast du dir ja auch ein E30 gekauft mit 18, gegen die Sterne-Fraktion in der Familie durchgesetzt. Und das schwarze Schaf, einer muss es sein, Manuel, das ist so. Ja, Und ja, aber dann ging das ja, und dann erklärt sich das vielleicht auch ein bisschen besser für die Zuschauer. Du hast dann eine ganze Weile mit Tuning zu tun gehabt, hast einen Club gegründet, Weiß-Blau Berlin, ne? ja. Also BMW Weiß-Blau Berlin. Und warst eigentlich eine ganze Weile damit auch beschäftigt. Also deine Faszination für BMW oder deine Freude an diesen Fahrzeugen und dann auch vielleicht ein bisschen was zu verändern, zu tunen. Die ist dann ein bisschen anders da. Du warst auch auf Wettbewerben mit dem damaligen Fahrzeug. Kannst du vielleicht noch mal kurz anreißen, was das für ein Fahrzeug war, was du da gemacht hast und wie das auch zu diesem Club kam. Also nur weil man jetzt BMW gut findet und ein bisschen oder ein bisschen mehr tunt, muss man ja nicht unbedingt auch gleich dann einen Club gründen. Aber so, und wie geht das mit dem Club gründen? Das fand ich auch ganz interessant. Das wusste ich nicht, was du da mir schon erzählt hattest. Ja, erzähl mal über dein Tuning-Projekt. Ja, wir haben
damals, also ich habe, als ich dann auch den E30 dann verkauft habe, nachher einen E36 gehabt, einen E36 Touring, einen 328i und hatte zu dem Zeitpunkt auch mehrere Freunde, die auch BMW hatten. Und mit denen hatte ich mich dann auch, wie man das so früher gemacht hat, auch auf der Tankstelle oder am Waschplatz irgendwie mal getroffen und dann ja, über die Autos halt so ein bisschen gesabbelt. Und ja, daraus kam so ein bisschen auch die Idee, dass wir sagten, Mensch, eigentlich so zusammenhängend, man interessiert sich, Berlin ist so groß, warum nicht auch sagen, wir würden einen Club gründen. Wir waren dann ein, zwei Mal schon zu BMW-Treffen gefahren in Bayern und haben halt gesehen, dass es doch, das war damals gar nicht so, wie gesagt, es gab ja auch noch nicht diese Internetsachen so oder Foren, wie es es heute gibt. Es war gar nicht so klar für mich, was es doch für eine große Szene gibt und wie viele 100 Autos zu so einer Veranstaltung in Bayern anzutreffen sind an so einem Tag, wenn so ein Autotreffen da ist. Und ja, daraus entstand so die Situation, dass wir sagten, Mensch, das könnten wir auch. Da sind so viele andere Leute, die auch Clubs haben und dachten auch, Mensch, die Zusammenhalt durch so einen Aufkleber am Auto und so, das könnte uns auch gefallen. Und so kam es 2000 damals dazu, dass wir ja, uns einen Club gründen wollten. Da war mir aber am Anfang noch nicht so ganz klar, wie das abläuft. Da mussten wir uns auch erstmal so ein bisschen durchfragen bei anderen. Und es ist so, dass es einen Dachverband gibt, unter dem alle BMW-Clubs so gemeldet sind, zum Beispiel. Also bei den anderen Marken weiß ich es jetzt nicht so genau. Von der BMW AG organisiert irgendwie, ne? Ja, genau. Die sind mit der BMW AG zusammenarbeiten die. Das ist der Dachverband, BMW Club Deutschland e.V. Und es gibt auch noch einen BMW Club Europa e.V. Der beinhaltet aber alle Clubs, die es überhaupt mit dieser Marke gibt, auch Motorradclubs, also nicht nur die Autoclubs. Und da gibt es auch eine ganze Menge. Also man sieht dann erstmal wirklich, wie groß da diese Szene dann auch ist. Und auch geht bis nach Österreich, Schweiz und so. Da gibt es auch dann diverse Clubs. Also halt ja überall so. Und ja, da muss man sich aber dann anmelden und auch im Jahr Gebühren bezahlen pro Mitglied. Dafür ist dieser Dachverband dann aber so schützend über einem. Man hat die Namensrechte, man darf BMW-Zeichen und Logo auch verwenden auf seinen T-Shirts, auf allem, was man macht im Internet. Dann ist das quasi geschützt. Das läuft so, so sind die Regeln. Und ja, das haben wir uns damals dann so ein bisschen mal im Internet schon mal so angeguckt, so was wir alles machen müssen, was wir vorbereiten müssen und haben dann zu viert damals angefangen, diesen Club zu gründen. Ja, und ja, nach und nach war das relativ erfolgreich, so muss ich sagen. Wir waren nachher fast 30 Mitglieder zu besten Zeiten, ich glaube so 27 oder 28, was aber auch in dieser Größenordnung zu ein bisschen Problem führte. So, wenn man was organisieren will, dann wird es ja doch mit so vielen Meinungen, so was machen wir heute mal alle zusammen, doch eher ein bisschen schwieriger. Denn über die Jahre hat sich das dann auch wieder so ein bisschen verkleinert. So viele haben andere Vorstellungen gehabt, BMW verkauft, dann wurde es wieder kleiner und dann war es auch für mich so eine kurze Zeit im Ja, Leben. dann kommen ja auch, irgendwann kommen ja auch Familie, Kinder, Berufsleben bindet einen mehr ein, so diese Dinge, ne? Ja, da wurde das mit dem Club ein bisschen weniger, beziehungsweise habe ich das dann so, ja, nicht mehr weiter jetzt so verfolgt und auch meinen Freunden gesagt, ich glaube, wir machen da eher so ein bisschen Rückzug. Habe dann aber, weil der E21 zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon im Spiel war, habe dann meinen anderen Wagen verkauft. Das war halt dieser E36, ja, der war die Leute, die jetzt schon Anfang Mitte 2000 so gerne auch auf Treffen gefahren sind, die wissen das vielleicht. Da hat man noch was mit Airbrush und Flügeltüren. Ich will vielleicht das auch gar nicht so doll ausführen. Auf jeden Fall zu der damaligen Zeit fand man es halt gut. Und auch da war ich mit voll dabei und habe natürlich mein Auto aus heutiger Sicht auch mit verschandelt. Ja, so könnte man das vielleicht sagen. Aber ja, viel an der Karosse gemacht und so umgebaut. Und bin viel auf Veranstaltungen gefahren. Hat man natürlich auch mal hier und da einen Pokal bekommen. Das war schon schön. Ja, du warst auch erfolgreich mit dem E36, so ist das nicht, ne? Ja, ich hatte über 80 Pokale für den Wagen und habe an dem Wagen auch sehr, sehr gehangen und dann aber irgendwie, ja, dann mit Anfang 30, dann hat sich dann irgendwie das so ergeben, dass ich sagte, Mensch, ja, vielleicht doch lieber was mit dem älteren Wagen anfangen. Den hatte ich gerade kurz vorher noch erworben, bevor ich den Touring dann halt verkauft habe. Und habe mich dann entschlossen, ja, den Wagen abzugeben. Und habe ja, komm, ist es nicht mehr so und habe mich mehr auf diesen E21 konzentriert. Habe gesagt, okay, komm jetzt hier und habe mit einem Freund zusammen beschlossen, wir würden uns mal mit einem Youngtimer-Treffen versuchen in Berlin.
um mal zu gucken, was die Szene da so, ja, wie es da so aussieht, also markenoffen. Und haben ja angefangen 2010 das Youngtimer-Treffen zu machen und zu planen. Und ja. Und hast du da den Club, der wurde ja einmal abgemeldet und dann hast du ihn wieder angemeldet, ne? Oder? Genau, wir haben den abgemeldet, so um 2008 rum. Ja. Und haben wir uns dann erstmal ohne Club, ich hatte zu einigen Leuten trotzdem noch Kontakt, aber das Na klar, war man ist ja befreundet. Aber dann ja, habt ihr genau. wieder angemeldet und habt gesagt, okay, jetzt machen wir nicht mehr rein BMW, sondern wir machen markenoffen Youngtimer-Treffen. Ja, dann haben wir Ja. die Treffen halt ja, jetzt schon jahrelang gemacht, was auch relativ erfolgreich ist, muss ich sagen. Hat jetzt über die Jahre schon eine gewisse Größe. Im letzten Jahr, trotz Corona, hatten wir im September die Möglichkeit, über das Gesundheitsamt die Veranstaltung anzumelden und hatten mit 360 Fahrzeugen, glaube ich, und 700 Besuchern eigentlich einen sehr, sehr schönen Tag, hatten auch traumhaftes Wetter. Und ja, also so, wenn wir können, würden wir auch nächstes Jahr das wieder natürlich oder diesem Jahr wieder weitermachen, meine ich. Und ja, haben ein Gelände bei BMW, was wir dafür bekommen können, ja, wo der BMW-Händler uns die Möglichkeit gibt, dass wir da diese Veranstaltung machen dürfen. Die räumen Ja, alle mega. auf. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, aber wie gesagt, hat jetzt mit BMW so jetzt nichts zu tun in dem Sinne, weil es halt markoffen ist und auch die Chefin da vom BMW, von dem Händler, die findet halt diese markenoffene Geschichte toll. Der ist es jetzt auch gar nicht so wichtig, dass es jetzt BMW-bezogen wäre. Dieses Gespräch war auch noch gar nicht. Sie findet einfach die Idee schön mit den alten Autos und ich muss sagen, die Leute nehmen es sehr gut an. Das ist total durcheinander vom schönen Porsche. Ferrari hatten wir auch schon Leute da bis zum 1er Golf tiefer gelegt mit verchromten Felgen. Also ist so alles da, muss ich sagen, total durcheinander. Ja, also macht auch richtig Spaß, so nebenbei am Erwähnen mal. Wenn das, ja, also ich habe immer großen Respekt vor allen Leuten, die solche Dinge organisieren oder machen. Also ich wohne ja in einem kleinen Ort, ich bin da in der Feuerwehr und dann machen wir ja auch so Grillfeste und solche Veranstaltungen. Also wir hatten mal 850 Jahre von dem Ort so eine Feier organisiert und wo dann auch so 750 bis 1000 Gäste kommen und ich habe so eine grobe Vorstellung von dem, was das an Aufwand bedeutet. Also ich finde das cool, wenn Leute sowas machen, sich da engagieren, was irgendwie der Gesellschaft zurückgeben und irgendwie so Leute, die dann Youngtimer haben, auch irgendwie so einen Anlaufpunkt haben. Ich würde aus dem Bauch heraus, ich weiß nicht, ob es stimmt, aus dem Bauch heraus auch behaupten, dass es ein paar mehr Oldtimer-Treffen und Ausfahrten gibt, als es das für Youngtimer gibt. Nur so, ich weiß nicht, ob das stimmt, Ja, aber die ich Idee war ja, höre davon eigentlich mehr bei Oldtimern und find das cool, dass er das auch damals und gerade so in der Region Berlin-Brandenburg ist das dann ja auch nicht so ein ganz großes Gebiet. Das ist ja, oder Angebot, so wollte ich sagen. Es ist ja in Süddeutschland oder NRW ist da ja viel mehr los als dann im Berliner Raum. Und von daher, ja, cool, dass ihr sowas macht, dass ihr euch da kümmert. Und du hattest ja noch ein bisschen mehr detaillierter, da wollen wir jetzt nicht so sehr ausschweifen über die Corona-Verordnungen gesprochen. Also ihr habt schon eine ganze Latte an Aufgaben gekriegt, die ihr da bewältigen musstet und ja. Vorgaben. Das war schon, ich glaube, du hast gut geschlafen an dem Abend dann oder an den Tagen danach. War total glücklich. Ich muss sagen, das war wirklich, also wer im letzten Jahr irgendwie auf einer Veranstaltung war oder sich daran erinnern kann oder eine mit organisiert hat, das waren ja wirklich ganz, ganz wenige, eine Handvoll. Auch in Berlin gab es nicht viele, ich glaube auch nur 1 oder 2 Oldtimer-Treffen, die mir jetzt so, vielleicht auch noch ein drittes Treffen, was in der kurzen Zeit, wo mal alles gelockert war, veranstaltet werden durfte. Und wir hatten auch auf jeden Fall ja, strenge Regeln, an die wir uns halten mussten, die uns auferlegt wurden. Und deswegen bin ich besonders stolz, dass wir eigentlich im letzten Jahr einer der wenigen sind, die überhaupt was machen durften
Und die Leute haben es eigentlich im Großen und Ganzen auch gut angenommen. Es waren natürlich Warteschlangen. Wir mussten Adressen aufschreiben von jedem, so wie man es auch überall im letzten Jahr dann machen musste, wenn man irgendwie beim Friseur war oder so. Man musste überall seine Adresse hinterlassen im Restaurant. Und genauso mussten wir es natürlich auch bei der Veranstaltung auch machen. Aber wir haben das mit einem guten Team gemeistert. Aber abends waren alle sehr, sehr K.O., weil es super anstrengend war, von 700 Leuten alle Adressen aufzuschreiben. Das ist schon eine Nummer, die man dann so nebenbei macht. Ja, die Veranstaltung läuft ja trotzdem. Wir hatten ja auch genau. Programm so, ne? Aber gut, ja. Also, Ja, aber waren viele Autos da, es waren viele Besucher da, war erfolgreich. Wir drücken die Daumen, dass die Lockerungen wieder so sind, dass es im Herbst stattfinden kann. Und würde mich freuen, wenn wir da eine Info kriegen. Und dann glaube ich, würden wir vom Lederzentrum ganz gerne da auch mal vorbeikommen. Und ich habe jetzt keinen Youngtimer, aber vielleicht fällt mir da noch was ein bis dahin. Oder so. Ich habe auch keinen Oldtimer. Ist nicht schlimm. Trotzdem wir können trotzdem sehr gerne vorbeikommen. Hat sich auch eingeladen, denn auf jeden Fall. Ja, danke, Manuel. Ja, so, das war jetzt der Part, wo das tontechnisch nicht gut funktioniert hat. Wir werden jetzt nochmal über den 850 sprechen. Wir werden nochmal über das, da hat er ein Kunstlederinterieur, der Dreier, der E21, da einmal drüber sprechen. Und dann werde ich bei dem 850 mich nochmal mit Leder Fresh um die Sitzwange kümmern. Und ich habe, als ich mich da also der 850 war immer ein Auto, was ich beeindruckend fand, so vom Vorbeifahren her, auch vom Pricing war ja sehr, sehr sportliche Ansage damals vom BMW. Aber ich muss noch mal sagen, wenn man sich da reinsetzt, also der E21 ist cool gemacht, und aber so, wie man es auch erwartet oder so, also wie ich die Erwartung hatte. Als ich mich da reingesetzt habe, es angefasst habe, war alles so ein bisschen, ist alles gut gemacht, wie das halt damals so gemacht wurde. Die Autos waren wirklich wertig verarbeitet, aber der 850 ist echt eine Ansage. Ne? Also das ist, das habe ich so nicht auf dem Zettel. Und dass der jetzt ein H-Kennzeichen dieses Jahr kriegen kann oder kriegen wird, das ist schon, also das ist ein super modernes Auto, wenn man überlegt, das Auto ist 30 Jahre alt. Unglaublich. Wenn man sich da reinsetzt, kann man relativ schnell nachvollziehen, wo deine Faszination und Liebe für BMW herkommt. Also das ist schon, ist schon wirklich, wirklich cool. Genau, also wir machen jetzt hier tontechnischen Cut, gehen rüber wieder auf den normalen Ton und sehen uns bei dem 850. Mit wieder alles schön ist und funktioniert. Ja. Aber er steht erstmal hier und ich freue mich auch schon sehr. Wurde neu lackiert, bevor eigentlich jetzt jahrelang weggestellt wurde. Original Farbton, aber also im Originalton vom BMW, aber nicht im Original Farbton von dem Fahrzeug. Und das ist für mich jetzt kein Problem. Gibt vielleicht Leute, die das nicht mögen. Mich stört es überhaupt nicht. Es ist auf jeden Fall auch ein originaler BMW-Lack und von daher finde ich schön, dass er erstmal so äußerlich auch noch nach den vielen Jahren noch gut dasteht sozusagen. Ja, der steht super. Und jetzt ist natürlich spannend. Hoffe, dass wir vielleicht mal im halben Jahr oder so von dir Motorgeräusche dann per WhatsApp bekommen. Gerne, ja. Genau. Gerne. Also jetzt ist halt die Aufgabe, wenn es ein bisschen wärmer wird, an den Schrauber des Vertrauens zu gehen, ne? Ja. Und dann mit ihm gemeinsam mal zu gucken, was geht da oder was geht da nicht. Aber nur drin sitzen, muss ich sagen, ist schon ein Erlebnis. Also das Dashboard, der Armaturenbrett, Übergang zur Mittelkonsole, zum Center und dann auch die Türverkleidung, das ist alles so aus einem Guss, super verarbeitet, Leder in einem tollen Zustand, und wir werden halt uns dann einmal um den Farbverlust gleich kümmern und dann gucken wir mal. Ja. Aber es ist schon ein ganz besonderes Auto. Und man muss ja sagen, also ich vom Alter her, ich war ja da so 10, 12, da hat man schon hingeguckt. Ne? Damals auf jeden Fall. Auf dieses Auto hat man schon gesagt, Respekt, und hatte ja auch einen ganz stolzen Preis zu der Zeit. Das war auf jeden Fall ein Auto, was eigentlich so, kann ich mich auch noch daran erinnern, 91, da war ich 13, das war auf jeden Fall ein Wagen, der damals wirklich so gar nicht so zu haben war oder zu bekommen war, so richtig. Ich weiß, dass ein
dass ein guter Freund meines Vaters damals mit einem vorgefahren ist. Den hat er gerade neu abgeholt und zwar auch mein Vater als Nicht-BMW-Fan stand davor mit großen leuchtenden Augen und da war mir erstmal bewusst, was das überhaupt bedeutet, was das für ein Auto zu sein scheint damals, obwohl ich ja nicht so eine Ahnung hatte. Und das war Wahnsinn. Also auch für mich damals, dass ich dachte, was hat der für ein Auto, ja, für ein tolles. Aber ja, und das hast du selber ein und dann, dann im Sommer den anschmeißen und dann den 12-Zylinder schnurren hören. Darauf freue ich mich auch schon. Ja. Wahrscheinlich was ganz, ganz anderes als dem E21. Mit dem macht es natürlich auch Spaß zu fahren, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Super. Wir machen jetzt eine kleine Pause, dann nehmen wir euch nicht mit. Und dann treffen wir uns an dem Dreier wieder und werden einmal über das Kunstleder reden, was man da machen kann, nicht machen kann, was man machen sollte, damit das noch lange hält und dann im zweiten Schritt 850. Ja, jetzt aber am Dreier, der hat Kunstledersitze und ein bisschen noch der pflegt, deshalb sind die auch wirklich schön sauber. Aber nichtsdestotrotz wollte ich da einmal drüber sprechen, weil das ist natürlich auch etwas, was andere Leute haben. Und dann fragt man sich, was macht man, was kann man nicht, also was kann man machen, was kann man nicht machen. Erstmal vorab, die meisten Produkte, die wir anbieten, sind auch für Kunstleder gut geeignet. Und von der Zurichtung her, also das, was auf dem Leder oben drauf ist, das nennt man Zurichtung. Diese Pigmentierung, oder wenn es kein Anilinleder ist, sondern wie es im Auto üblicherweise ist, eben mit Farbe oben drauf, ist von einem Kunststoff, so chemisch betrachtet, ist oft PU oder andere Kunststoffe, die da in der Farbe verwendet werden, sind die gar nicht so weit weg vom Kunstleder. Deshalb gibt es viele Produkte, die man sowohl für Kunstleder benutzen kann, die eigentlich für Leder gedacht sind oftmals. Pflegeprodukte sollte man nicht nehmen, also kein Elephant, kein Protektor, also nichts, was rückfettend ist oder sonst irgendwas, das mag Kunstleder natürlich nicht. Aber trotzdem kann man das schützen mit dem Kunststoffprotektor. Wir haben einen Kunststoffprotektor, damit kann man es schützen. Und wenn man es noch vor textiler Anschmutzung oder vor schnellerer Anschmutzung schützen möchte, kann man eben Lederversiegelung auch nehmen. So, das ist das, was man machen kann. Reinigen kann man das mit Lederreiniger mild, Lederreiniger stark oder eben mit dem Kunststoffreiniger, den wir haben, oder Kunstlederreiniger. Und der ist eben auch in so einer Schaumspenderflasche. Und dann kann man da einmal rübergehen und da zeigen wir jetzt gleich mal ein paar Schnittbilder. Ich mache mal Fahrersitz ein bisschen sauber. Da kann man ein bisschen was machen und genauso verhält sich das im Prinzip auch am Lenkrad. Und wenn man jetzt doch mal was überfärben möchte, dann kann man das mit Leder Fresh machen. Man reinigt dann mit GLD vorher, das ist ein Lösemittel, und trägt dann Leder Fresh auch auf. Also auch das ist möglich. Genau. Also ich mache mal den Fahrersitz, ich reinige den einmal, da wird nicht viel mit runterkommen, aber dass wir das mal gemacht haben, das sind ein paar Aktionen und dann werden wir zum 850 rübergehen und da können wir dann eine Fresh-Reparatur machen. Ja, Kunstlederreiniger auf den Schwamm. Fläche für Fläche vornehmen, mit dem Tuch hinterherwischen, gelösten Schmutz und Reiniger entfernen. Man kann das Tuch oder die Mikrofaser auch einmal ein bisschen anfeuchten. Das ist bei Kunstleder gar kein Thema und kann auch hilfreich sein. Und auch mit einer Lederreinigungsbürste kann man rübergehen, wenn man Verschmutzung in den tieferen Poren hat und dann einmal abwischen und mit Kunstlederprotektor einpflegen, damit das Anschmutzen minimiert wird und die Oberfläche geschützt ist. Also bei dem Dreier Kunstlederreiniger einmal sauber machen, abwischen, Kunststoffversiegelung oder Lederversiegelung drauf machen. Wir haben in dem Fall Versiegelung drauf gemacht in so Sachets, die haben wir auch immer mal wieder im Programm. Das ist kein Standardprodukt, aber haben wir immer mal wieder im Programm, auch in Sachets. Das ist eigentlich ganz praktisch fürs Mitnehmen. Wir haben sogar so ein Leather and Vinyl Quick Detailer. So ein kleines Ding. Das ist eigentlich optimal für so ein Auto, genau. Und viel mehr muss man da nicht machen. Alle halbe Jahre bietet sich das an, damit es auch weich und geschmeidig bleibt und sauber bleibt und schön pflegeleicht, so wie man sich das von sowas wünscht. Genau, aber jetzt beim Achter, klassischer Farbabrieb, also speckig geworden, Farbabrieb. Das Auto ist älter als 10, 12 Jahre. Deshalb werden wir es mit Elephant einpflegen. Ich gehe jetzt die einzelnen Schritte so durch und ja, dann ist es eine klassische Leder-Fresh-Reparatur. Glück gehabt, ist schwarz, muss ich nichts mischen und
legen wir los. Und wie immer fangen wir mit der Reinigung an. Lederreiniger mild oder stark, mit Bürste oder Schwamm. In dem Fall nehme ich eine Bürste, weil ich möchte die Patina runterkriegen und möchte, dass das wirklich schön sauber ist, porentief. Ich glaube auch, dass das Auto schon sehr, sehr lange nicht mehr gereinigt wurde. Und von daher bietet sich das an, mit einer Bürste zu machen. Der Topcoat ist noch überraschend gut nach 30 Jahren, muss ich sagen. Ohnehin ist das ein sensationelles Interieur, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Bin wirklich beeindruckt gewesen, wie toll das verarbeitet ist. Eine Volllederausstattung, also alles auch wirklich mit Leder bezogen, was man irgendwie mit Leder beziehen kann. Kein Kunstleder oder sonst was da. So, was mache ich jetzt? Jetzt schleife ich raue Stellen glatt mit dem Lederschleifpad. Ich werde immer wieder nach der Körnung gefragt. Die ist gar nicht so entscheidend, aber das ist ungefähr eine 200-300er Körnung. Viel wichtiger ist, dass es eben auf dem Schwamm gelagert ist und nicht auf dem, kein Schleifpapier, weil ein Schleifpapier würde Kratzer machen. Überall, wo raue Stellen sind, einmal glatt schleifen. Genau, jetzt mit Lederreinigungsbenzin entfetten und entstauben. Also der Staub muss einmal runter, aber das Fett muss eben auch runter, was gegebenenfalls noch da ist. Und das machen wir mit Lederreinigungsbenzin. So, jetzt Lederfresh. Kreisende Bewegung mache ich hier, damit ich erstmal so ein bisschen flächig das Ganze drauf kriege. Und dann tupfe ich hinterher, damit ich keine Streifspuren habe. Und ja, genau, schön austupfen, wie man eigentlich mit einer Airbrush-Pistole auch ausnebeln würde. Trocken föhnen. Und ja, das ist also wirklich in einem super guten Zustand. Tolles Leder. Und man sieht schon gleich, der Glanzgrad geht in die richtige Richtung, lässt sich ganz gut nachfärben und funktioniert wirklich gut. Dann ja, 2-3 Schichten mehr drauf machen und dann haben wir uns hier so schrittweise vorgearbeitet. Ihr seht, dass da überall noch ein bisschen Farbe fehlt am Rücken, aber nach und nach kommen wir da vorwärts. Man muss sagen, war ein bisschen kalt da in Berlin, fing auch gerade an zu schneien. Das war das Wochenende, wo dann so viel Schnee runtergekommen ist, nicht nur in Berlin, sondern eben in diesem Streifen über NRW und Südniedersachsen hinweg. Die Temperaturen sind da an dem Tag stark gefallen. Wir haben irgendwie mit ganz ordentlichen Plusgraden angefangen und dann wurde das immer kälter. Wir haben noch ein bisschen dazu geheizt da in der Garage, aber ja, man sieht da schon, wenn ich ausatme, dass das ein bisschen dampft und genau. Aber dann halt nochmal flächig aufgetragen überall und dann wird das trocken geföhnt. Färbt das ab? Ist immer wieder so eine Frage, die kommt. Nein, Fresh ist wirklich so gemacht worden, dass es nicht abfärbt. Und ja, hier Elephant jetzt. Ich erwärme das einmal mit dem Heißluftföhn, damit das weicher ist. Das mache ich aber nicht nur, wenn es kalt ist, das mache ich auch so immer ganz gerne und dann einmal in den Lappen einreiben. Man kann auch einen Gummihandschuh anziehen, also so einen Einweg Gummihandschuh und dann das per Hand auftragen oder man trägt es einfach so direkt mit der Hand auf. Also Elephant tut einem nichts an den Händen. Aber so geht es eben auch. Und warum Elephant? Warum kein Protector? Warum keine Versiegelung? Elephant, weil das Auto ist älter als 12, 13, 14 Jahre, ist nämlich schon fast 30 Jahre. Versiegelung wäre was für was Helles und Protector wäre eben für ein jüngeres Fahrzeug, genau. Ja, und jetzt sieht das wieder richtig schön aus. Haptik kann ich ja leider immer nicht zeigen. Und dann ist das wieder angenehm weich. Ja, Jetzt ist dunkel. jetzt ist dunkel. So lange Ja. haben wir gemacht. Gut, es ist Winterzeit, deshalb wird es ein bisschen früher dunkel, aber trotzdem waren wir den ganzen Tag hier. Ja, Beziehungsweise so gegen Mittag angekommen. Und du warst ein sehr, sehr guter Gastgeber. Vielen, vielen Dank. ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr hier wart. Wirklich hat ganz doll Spaß gemacht. Also muss wirklich sagen, ja, sehr schön, dass das so geklappt hat. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, dass wir uns trotzdem auch nochmal irgendwann wiedersehen. Und ja. Ja, wir haben ja vor, nochmal dann irgendwann den Beweis zu bringen, dass der 850 auch läuft. Ne? Ja. Und da haben wir schon gesagt, wir werden uns bei den Autolackaffen hier in Berlin mal treffen und dann werden wir uns nochmal um die Aufbereitung mit den Jungs zusammen kümmern.
Und dann vielleicht nochmal gucken, was im Interieur noch zu machen ist. Ich habe es einmal gereinigt, mit Lederfresh aufgefrischt, mit Elephant eingepflegt. Haptisch merkt man sofort was. Ne? Ja. Also das ist schon... Ist also wirklich, wirklich toll geworden und im Gegensatz zum Beifahrersitz, da sieht man ja so ein bisschen auch den Vergleich, sieht der Fahrersitz jetzt auch dann schon gleich ganz anders aus und so und ja, also ganz, ganz toll geworden. Nee, freue ich mich sehr, ganz toll. Ja, super. Und das ist halt ein super gutes Beispiel, habe ich mich sehr darüber gefreut. War mir im Vorher, also das war ja das Auto, womit du dich eigentlich beworben hast, das uns auch angefixt hat. Ich finde ihn nach wie vor wunderschön, jetzt in Live auch zu sehen. Aber der 850 war natürlich optimal, um einmal zu zeigen, was kann man mit dem Fresh-Set machen. Und das ist ja so ein typisches Erscheinungsbild, Gebrauchsspur nach einer Weile und das geht mit Fresh echt gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, diesmal war ein bisschen mehr Erzählen und Hintergrund, aber wir beide quatschen einfach gerne. Ne? Naja, wir haben wirklich viel gequatscht, aber... Und nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir auch ein paar gute Themen durch. Kunstledersitze, 30 Jahre alte schwarze Sitze durchgenommen und ja, freut euch auf die nächste Folge. Verpasst nicht den Zu-Besuch-Deal und nochmal herzlichen Dank auch für die Verpflegung, allem drum und dran. Hat viel Spaß gemacht hier in Berlin. Es gibt auch nette Berliner. Ja, ich denke schon, ja. Auf jeden Fall. Du bist ja, vielen Dank auf jeden Fall. Der Beweis. Ja. Danke, ciao, ciao. Ja, ciao.